Ja, willkommen zurück hier auf dem Kanal. Heute ist Kerbals Space Programm 2 erschienen im Early Access und das wollen wir uns natürlich direkt anschauen. Ja, und es soll dann hier auf dem Kanal öfters wieder Kerbals Space Programm laufen. Zuerst gehen wir auf Einzelspieler, beziehungsweise was sind Extras? Mitwirkende Eule, okay. Wir gehen auf Einzelspieler. Wie man sieht, es ist in Deutsch, auch schon im Early Access. Was ja in KSP1 nicht war. Hier sieht man hat noch ein bisschen Probleme mit Schriftzeichen, die er nicht kennt, wie im Ö. Neue Kampagne starten. Sortieren, Datum, ja, eine neue natürlich. So, normal, Kampagnenname. Wir haben uns zwar einen neuen Namen für die Kampagne ausgedacht, aber es steht frei und spannendere Bezeichnung für deine Abenteuer zu wählen. Hoppla. Schön, was da im Hintergrund passiert. Astronomie Sand nenne ich das, weil es Sandbox-Spiel ist am Anfang. Ne? Es gibt noch kein... bist der stolze Besitzer einer Weltraumorganisation mit den besten Kerbal-Astronauten diesseits von Kerbin. Momentan heißt sie noch Kerbal Space Agency, aber du kannst dir gerne einen grandioseren Namen einfallen lassen, wenn du den Namen später neu gestalten willst, bla. Organisationsflagge, was ist eine? Tja, ich habe ehrlich gesagt den Folder nicht gefunden, wo die sind. Man kann bestimmt auch wieder seine eigenen festlegen, aber aktuell habe ich noch nicht gefunden, wie. Deswegen muss man jetzt hier eine nehmen, die es schon gibt. Die ist doch cool. Farben. Basis und Akzent. Basis ist blau und Akzent ist rot. Und was heißt eine? Möchtest du dich für unsere Erstnutzererfahrung anmelden? Aha. Na gut, dann starten wir jetzt mal die Kampagne und schauen, wie das Ganze funktioniert. Und jetzt gucken wir uns erstmal einen Film an. Your new space program, leaping forward into the cosmos. Since the dawn of Kerbal kind, we have looked to the sky and wondered what sublime mysteries lie hidden in the darkness, like jewels never beheld. These untold treasures may soon reveal themselves due to the efforts recently founded Kerbal Space. Oh my, I think that might have been the only copy of the orientation film. Hold on! Slides, somewhere. Welcome to your first day running the Kerbal Space Program. This campus hosts the greatest ever gathering of astronomers, astronauts, and engineers. After years of focused effort, this collection of geniuses has created several very impressive buildings. We believe we have all the necessary pieces to take our first steps off the ground. The best way to advance our technologies further is to get up there and learn by doing. All we need now is somebody to show us how to put all these parts together. Well, we also need somebody to help us out with the flying. We need a lot of help, actually. That's why you're here. My name is Paige, by the way. If you need any hints, feel free to visit me over at the training center. Everything in there is well padded, so it's a great place to get up and running. Welcome aboard! Ja, sehr schönes Einführungsfilmchen. Ja, in KSP1, da habe ich ja gerne sämtliche Easter Eggs besucht, die es irgendwo im Kerbal-System gab. Und als ich die alle entdeckt habe, habe ich Replikas gebaut von existierenden Raumfahrzeugen, beziehungsweise von Raumfahrzeugen, die mal existiert haben. Oder von Konzepten, was sich Leute mal so ausgedacht haben, wie Raumfahrt funktionieren könnte, die nachgebaut. Natürlich ist mein erstes Ziel in KSP2 auch mal neue Easter Eggs zu entdecken bzw. nachzuschauen, ob es die alten noch gibt. Hallo und willkommen im Kerbal Weltraumzentrum. Hier findest du alles, was du brauchst, um dein angehendes Weltraumprogramm zum legendären Erfolg zu machen. Unsere Techniker haben ein Trainingsprogramm erstellt, das dir beim Bau und Start deiner ersten Rakete helfen soll. Du kannst die einzelnen Lektionen hier im Trainingszentrum aufrufen. Wenn du lieber direkt mit dem Bau beginnen möchtest, begib dich in die Fahrzeugfabrik und Ortungsstation. Man kann auch drüber fahren.
Ja, jetzt gucken wir uns als erstes nochmal das Trainingszentrum an. Wir wissen zwar eigentlich, wie es geht, aber es ist doch ganz nett auch zu sehen hier, ne? Das ist schon total fertig, läuft aber immer noch weiter. Im Trainingszentrum erfährst du, wie du Raketen, Flugzeuge und Rover baust und steuerst. Lektionen sind simulierte Missionen, die du jederzeit starten kannst, selbst während einer aktiven Mission. Ist die Lektion abgeschlossen, kehrst du dorthin zurück, wo du die Lektion gestartet hast. Hier oben stehen so Schlange zum Simulator. Umlaufbahnen sind komisch, der Weltraum ist angesagt. Dann gehen wir doch mal in den ersten rein. Wie funktionieren Raketen? Im Tutorial wird dein Spiel angehalten. Kein Problem. Space is the place. So you want to get to space. Have you tried rockets? Rockets use fuel and engines to create thrust, which propels them forward. When a fuel tank is empty, it is dropped to stay as lightweight as possible, allowing the rocket to go even faster. These tanks, as well as other expendable parts of a rocket, are called stages. Different stages do different things. Often the first stage is very powerful, with just enough fuel to get the vehicle through the atmosphere. The second stage usually has a low-thrust engine that, while not as powerful, is more fuel efficient. After dropping the heavier first stage and leaving the atmosphere, the second stage engine pushes the much lighter second stage to orbital speed. On a flight to space, the final stage parachutes back down to the surface, ideally in one piece. Tutorial abgeschlossen. Du hast gelernt, wie man ins All fliegt. Na, das ist ja nicht schlecht. So schnell kann man lernen, ne? Welcome to the launch pad. As you embark on your journey into rocketry, it's important to get all the crashing out of your system here in the simulator. It really cuts down on the awkward phone calls. Today, you'll be launching into the virtual skies over KSC, where you'll learn how to control a rocket. Okay. Let's learn how to rotate the flight camera. That way, you can see the launch from your favorite angle. Great! You can also zoom the camera in and out. Nice! Go ahead and pick your favorite view for this launch. Diese blaue Umrandung ist, weil wir uns im Simulator befinden. Deswegen sind überall solche, naja, blauen Outlines. Ne? Das sind praktisch ein Hologramm. Was ist ein guter Blickwinkel für einen Start? So vielleicht? Your rocket is ready for launch. Every good launch starts with a big green button and lots of fire. Most bad launches do too, actually. Los, auswählst oder den Master mit der Maus. Man sieht, Schub ist schon auf 100%. So, also, es geht los. Good! Ascend to 1000 meters, and then we'll learn some controls. Hier sieht man die Höhe, Bodenhöhe. Okay, you're a kilometer up. Translaten. Still crash, but you'll have more time to correct your course if you start pointing at the ground. Let's learn some rocket controls. When flying a rocket or a plane, we have specific terms for moving. Pitch tilts your rocket's nose up and down. Nice pitch.
Now pitch up until you're flying straight up. So, jetzt fahre ich wieder. Fliege ich wieder. Das ist sehr gut steuerbar übrigens. Das Teil ist wahrscheinlich sehr gut gebaut. Noch mehr? Ich habe doch die Nase schon hochgezogen. Let's move on. Yaw steers your rocket left and right. Try it now. Now yaw to the left. Excellent. Now for the final control. Roll rotates your rocket clockwise and counterclockwise. Try it now. That's the basics of rocket flight. Feel free to experiment with the controls. We can move on when you're ready. Sprich es gleich alle. Und ich glaube, also ich muss aussteigen und dann den Fallschirm benutzen. Aber wir machen weiter. Gucken. Was haben wir gelernt? Kamera, Rakete starten, Rakete neigt, Gier und rollt. Wiederholen? Ne, wollen wir nicht. Weiter geht's. So you want to get to space. It's time to make a rocket. Okay. Man sieht die neue Halle. Machen wir weiter. A simple rocket requires 4 crucial components: a command module, fuel tank, engine, and parachute. Let's start by learning how to add a command module. Na gut, das sollte nicht A schwierig sein. command module allows us to control our vessel. As long as there is at least one command module on board, our rocket will be operational. This rocket will use a command pod, which can be manned by a Kerbal and is located in the pods category. Or multiple Kerbals. It all depends on the crew capacity of the part. Hier, man sieht schon, das ist neu hinzugekommen. Jetzt mal eine Raketenspitze oder eine Kapsel, die 5 Leuten Platz bietet. Nicht schlecht. Und das? Besten Landebüchsen auf der Seite. Landebüchse. 4 Sitzen. Eine 4-sitzige Landebüchse. Okay, das ist klar, das sind die Sondenteile. Das sind die Flugzeugcockpits. Und das ist ein neues Rover-Cockpit. Bulldog. Groß und fies, best beschrieben als einzige Kommandokapsel, die spezifisch für schwere Rover entworfen wurde. LKW-Kabine. Man sieht, die Texte sind immer noch nicht hundertprozentig den Deutschen zumindest angepasst. Aber für einen Early Acess ist es schon ganz cool. Kommt allein auf die Crewkabine an. So. For this lesson, we're going to make a small rocket. So we need a small command pod. Let's add this one. Na gut, so. Great! It doesn't look like much, but it's a promising start. The next thing our rocket needs is a fuel tank. Fuel, or propellant, is an expendable resource used to power our vessels. Without fuel, we won't be... How about that one? Rocketry Weekly calls it good enough. Notice the part is once again attached to your cursor. Now that's beginning to look like a rocket. Well, almost. We need an engine. Here at the KSP, we have 4 different types of engines: launcher, sustainer, orbital, and deep space engines. Now let's add the sustainer engine to the fuel tank. Also sie sind hier nach Größe geordnet. Ja? SM sind die schmalen, mittel und groß. Ne? Auch farbig zugeordnet. Gelb und XS sind ganz kleine. Also müsste dann immer die gelben zusammen, die passen dann so quasi. Flip. Excellent! Our rocket is looking pretty great. We just need one final touch. As is, our rocket can absolutely take flight. Our one Kerbal rocket doesn't weigh much, so now all we need to do is put it... Congratulations! You've just built a rocket. Are you sure you haven't done this before? Ja, ziemlich nicht in diesem Spiel, aber in KSP1 natürlich hunderttausende Mal. Tutorial abgeschlossen. Was haben wir gelernt? Ja, das war einfach, ne?
As you start to build rockets, you'll want to see your designs from other angles. Let's learn how to manipulate the camera inside the vehicle assembly building. Na, zeigen wir mal, wie man die Kamera manipuliert. First, let's rotate the camera. Nice. Haben wir schon Now 1000-mal let's gemacht. zoom. Great. Now let's pan the camera up and down. Halte mittlere Maustaste gedrückt, zieh Maus nach oben und unten. You can also focus your camera at a specific part. Auf ein beliebiges Fahrzeugteil. If you want to view your rocket from the top, front, or sides, switch to blueprint mode. If you ever get lost in the VAB, you can always reset the camera. Mit der Home. Aha. Das ist cool. Nice. Now you can get at those hard-to-reach parts of your rocket. Gut, jetzt haben wir gelernt, wie man sich hier navigiert. Na gut, das ging schnell. Ja, der Blaupause-Modus, das wird ganz hilfreich sein. Wird es besser symmetrisch zu bauen, einfacher. So, Your rocket's ready. Let's take it out for a little hop. haben wir die Decoupler dran? Ja. Ich frage mich. Na gut, egal. Wir machen mal eine kleine Spritztour, also. Let's move this rocket to a launch pad. Wenn ich das mache, dann kann ich nochmal sehen, was die Stages sind. Gut. Startrampe 1. Aha. Man sieht schon, es gibt 4 Startrampen. Boot starten. Aha. Das ist sehr interessant. Na, wir machen ganz Welcome normal. to the launch pad. Today you'll be flying straight up. Your rocket should do fine without any steering inputs. But if things get out of line somehow, feel free to intervene. Na dann, auf geht's. Countdown geht los. 4 Sekunden, glaube ich. Wasserkühlsystem. Okay. Schaffen es zur Insel dann über. You've cleared the launch tower and your flight is underway. Let's learn about staging. Rockets are constructed in sections called stages. Each stage is designed for a different part of a mission. When a stage completes its job, it's dropped to shed weight. Oh, On your right, you'll find the staging stack. It displays all of the functions contained in each stage. Every time you select the Go button, you'll activate a new stage, starting from the bottom of the stack. Each stage's fuel supply is shown on a bar next to the stage. Your active stage, Stage 1, still has a little fuel in it. When it goes dry, you'll drop that stage by selecting Go. oder der Leertaste natürlich. Da ist ja noch was drin. Your So. first stage is out of fuel, and all it is doing is slowing you down. To drop that weight, you're going to activate your next stage. That will activate a decoupler, which will drop your empty stage. It will also Ja, activate ich your mach next ja. engine. Ready? Hit go to lose that mass. war's schon. Congratulations! You're nearly to space, and your next set of fuel tanks are empty. Now is a good time to drop them. Activate the neck. Your capsule will now continue coasting up. All that's left to do is gaze back down at Kerbin and wonder if you remembered to lock your car. Nice work! Na, jetzt habe ich quasi das SAS ausgemacht. Jetzt wieder anmache. Oder kann ich ja auch gegen die Fallrichtung. Und jetzt geht es runter zu. Wir sind aber auf 10 Kilometer. Das wird eine Weile dauern. Aber dort sieht man die bekannte Insel mit der zweiten Landebahn. Beziehungsweise mit einer Landebahn drauf. Weiß nicht, ob hier auch die Easter Eggs drauf sind, die ursprünglich drauf waren. Na, wir machen jetzt weiter. Ne, wir machen erst einen Fallschirm raus.
Da sieht man schon, er flattert tüchtig. Geht ja erst bei 1 Kilometer auf. Mal sehen, ob das noch so ist. Die Minute haben wir noch. Ja, wunderbar. So, das war's und stellen wir uns jetzt mal vor und machen weiter. Your capsule has a lot of momentum. If you're curious how high up you are, take a look at your altimeter. You're so high that you can see the curve of the horizon. Ja. Rocketry involves a lot of waiting between the cool explosions. You can speed up time by selecting the time warp controls at the bottom of your screen. Ah, das ist, also Tasten sind wie im ersten. Check, you're about to start falling back down. Let's slow down and enjoy the view. Great job. You're now a master of time. Try not to use this new power for evil. Hier kann man jetzt reingucken, ne? In die Kapsel. Gibt es eigentlich auch eine IWE-Ansicht? Ne, kann aussteigen. Oh, das erste Tutorial machen wir schon fertig. What goes up must come down. Wind resistance will slow down your capsule's descent, but not enough to prevent it from turning. If you deploy your parachute too early, it'll be torn off. If you deploy it too late, you'll do some unplanned underground exploration. The sweet spot for Kerbin is between 20,000 and 2,000 meters. Wenn man es ein bisschen unter 2 Kilometern gemacht hat, dann ging es auch noch. Da war es dann aber sehr knapp. Okay, you're low enough to activate the final stage that contains your parachute. Ich falle ja gar nicht. So, Hit jetzt. go to pop your chute. Oh, Space Center machen wir. Wie hoch sind wir? 5. Ja, ich warte noch. Was ist denn, wenn man es nicht macht? Ich mach's schon. Bei 3. Nice work. The parachute will trail your capsule for a bit without fully opening. Once you've slowed down enough, it'll open all the way by itself. Your parachute is now fully deployed and slowing the capsule to a safe velocity. Congratulations! If this were real, you'd find celebratory snacks in the VAB kitchen. Na gut. Tutorial beenden. Ich habe dann doch auf Tutorial beenden geklickt, weil es das letzte war von der ersten. Ja, und das ist ein guter Punkt. Mein erstes KSP2 Video erstmal zu beenden. Beim nächsten Mal geht es hier weiter. Ich werde hier regelmäßig jetzt KSP bringen. Ich habe jetzt noch keine feste Zeit, wann das hier auf dem Kanal released wird. Deswegen ist es immer eine gute Idee, das Ding zu abonnieren und die Glocke reinzumachen. Dann werde ich benachrichtigt, wenn das nächste kommt. Ne? Also ich würde jetzt in den nächsten Videos noch die Tutorials durchgehen und dann machen wir uns auf den Weg in den Weltraum zur Exploration. Und dann bauen wir auch mal eine richtige Rakete und so. Für heute soll es erstmal gewesen sein. Ich bin gespannt, wie es läuft. Bisher macht es einen guten Eindruck. Ich habe eine 1080 GTX 1080 Ti, also ist erstmal für den bisherigen Zustand ausreichend. Aber wir haben natürlich auch noch nichts Großes geflogen. Ne? Gut, aber für heute soll es gewesen sein. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Astronier. Tschüssi.